Japans Kampf in Burma. Hier wurde jetzt den britischen Divisionen eine neue, schwere Niederlage bereitet. Diese Aufnahmen zeigen den japanischen Vorstoß auf Mandalay im Frühjahr 1942. Sie kamen erst jetzt nach Europa. Feuer auf die Stellungen der Briten bei den Ölfeldern von Yenangyaung. Sie werden erbittert verteidigt, denn dieses Gebiet liefert jährlich über 1 Million Tonnen Öl. Nach hartem Kampf dringen japanische Stoßtrupps in die Ölfelder ein und nehmen sie in Besitz. Die Briten versuchten im letzten Augenblick, die Anlagen zu zerstören. Der Schaden ist jedoch verhältnismäßig gering. Auch hier stand alles unter britischer Kontrolle. Die Bevölkerung wurde zu schwerster Arbeit gezwungen, ohne den ungeheuren Reichtum ihres Landes genießen zu können. Die ausgedehnten Ölfelder stehen nun unseren japanischen Bundesgenossen zur Verfügung. Im weiteren Verlauf dieser Kampfhandlungen wurde ganz Burma vom Feinde befreit. Noch während der Kämpfe zu Lande greifen japanische Seestreitkräfte die feindlichen Handelsschiffe vor der Küste Ostindiens an. Allein bei dieser Operation wurden 21 bewaffnete Handelsschiffe der Briten versenkt. Schwere Einheiten der japanischen Kriegsflotte stoßen zusammen mit Flugzeugträgern gegen Ceylon vor. Start zum Angriff auf den Kriegshafen Trincomalee. Vernichtung des britischen Flugzeugträgers Hermes. Bomben auf den Hafen Trincomalee. Und hier der amerikanische Flugzeugträger Hornet. Dieser 20.000 Tonnen große Schiffsriese wurde erst 2 Monate vor Beginn des Krieges im Pazifik in Dienst gestellt. Er gehörte zu den modernsten Schiffen der amerikanischen Kriegsmarine. Die folgenden Bilder zeigen seine Vernichtung durch japanische Flieger im Raum von Guadalcanal. Sie sind von den Amerikanern gedreht worden und jetzt auf Umwegen nach Deutschland gelangt. Tiefangriff der Japaner. Japanische Flieger durchbrechen immer wieder die Feuerwand und stürzen sich mit Todesmut auf den Flugzeugträger. Diese Flugzeuge auf dem Achterdeck kamen nicht mehr zum Start. Ringsum ist die Hölle los. Des Kampfes ist ein Jäger gelandet und hat dabei Bruch gemacht. In verzweifeltem Zickzackkurs versucht der Flugzeugträger seinem Schicksal zu entgehen.
anderer USA-Jäger. Er geht über Bord. Eine Bombe hat die Startbahn durchschlagen. Unter Deck ist ein schwerer Brand ausgebrochen. Achtung, neuer Angriff. Wieder ein Einschlag. Hier vorne. Bomben hart neben der Bordwand. Sturzseen überspülen das Deck. Der Kampf ist beendet. Die amerikanischen Matrosen versuchen zu retten, was noch zu retten ist. Die Hornet wird abgeschleppt. Die Maschinenanlagen sind zerstört. Löschwasser muss in Eimern hochgeholt werden. Alle Mühen waren vergeblich. Die Hornet sank ins Meer. Abschied vom Stabschef der SA Viktor Lutze im Mosaiksaal der neuen Reichskanzlei. SA-Obergruppenführer, Gauleiter, Generale des Heeres, der Luftwaffe und der Waffen-SS und Admirale halten die Ehrenwache. Der Führer spricht der Witwe des Heimgegangenen sein Beileid aus. Reichsminister Dr. Goebbels sagte in seiner Gedenkrede unter anderem: Was Viktor Lutze geleistet hat, gehört nicht nur der Geschichte der Partei, sondern auch der Geschichte des deutschen Volkes an. Der Führer verlieh dem Toten als 4. Deutschen die oberste Stufe des Deutschen Ordens. Der letzte Gruß. Feierliche Überführung der sterblichen Überreste Viktor Lutzes in seine westfälische Heimat. Ein Ehrenbataillon der SA und der Wehrmacht erweist in feierlicher Trauerparade die Ehrenbezeugung. Ein motorisiertes Geleit hat den Sarg übernommen. In schneller Fahrt geht es durch märkisches Land nach Westen.
für den toten Stabschef. Die Bevölkerung entbietet ihren letzten Gruß. In Hannover, wo Viktor Lutze mehrere Jahre als Oberpräsident wirkte, ist die SA zum letzten Appell angetreten. Auf dem Saltenhof am Rande des Landstädtchens Bevergern findet der Stabschef seine letzte Ruhestätte. Bau der neuen Kriegslokomotive. Diese Lokomotive ist im Auftrage des Führers entwickelt worden und wird jetzt in großen Serien hergestellt. Durch Vereinfachung der Konstruktion werden bei jeder Maschine rund 30.000 Kilogramm Material aller Art und über 6.000 Arbeitsstunden eingespart. Die einzelnen Arbeitsgänge sind genau aufeinander abgestimmt. Die schweren Maschinen entstehen in pausenloser Fertigung. Radmontage. Einsetzen der Federn. Die Maschine erhält ihre Pleuelstange. Wieder ist eine Serie der neuen Kriegslokomotive fertiggestellt. Sie hat sich auf Probefahrten von vielen tausend Kilometern Länge
bei Wind und Wetter und eisiger Kälte glänzend bewährt. Transportzüge rollen nach dem Osten. Sie bringen neue Panzer an die Front. Munition. Für den Transport zu den vorderen Linien sind Maulesel eingesetzt. Der Marsch führt durch die Schlamm- und Sumpfgebiete des nördlichen Frontabschnittes. Eine improvisierte Bahn auf hölzernen Schienen. Der Erfindungsgeist unserer Lanzer ist unerschöpflich. Endstation. Nun geht es mit Fuhrwerken weiter. Einer der treuen Vierbeiner ist eingebrochen. Die Strapazen wachsen hier ins Ungemessene. Die Leistungen, die in diesem Schlamm und Morast von Mensch und Tier verlangt werden, erfordern das Äußerste an Willenskraft und Aufopferung. Wo alles versagt, hilft nur noch der Raupenschlepper. In einem schluchtenreichen Gelände, das vom Feind schwer einzusehen ist, werden Munitionslager angelegt. Eine Überraschung, es gibt Bier. Ein Renntag hinter der Hauptkampflinie zum Besten des Deutschen Roten Kreuzes. Fertig zum Start! Dörrgemüse geht sofort in Führung, hart bedrängt von Drahtverhau. Kohldampf und Liebling sind abgehängt. Dörrgemüse! 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 Dörrgemüse führt! In großem Stil geht er durchs Ziel. Der Kompaniechef ist stolzer Sieger. Am südlichen Frontabschnitt. Nach den schweren Kämpfen zwischen Dnieper und Donetsk besucht der Reichsführer SS Himmler seine Männer, die sich in der Schlacht um Charkow hervorragend geschlagen haben. Links ein besonders erfolgreicher Panzerknacker. Führer der SS-Panzerdivision Das Reich erhalten das Ritterkreuz. Diese Soldaten führten ihre Verbände in siegreichem Sturm zu schlachtentscheidender Tat.
Hinter der Hauptkampflinie werden Reservestellungen angelegt und ständig verstärkt. MG-Munition wird gegurtet. Auf vorgeschobenem Posten. Die Bolschewisten melden sich mit schwerer Artillerie. Unsere Batterien erwidern. Feuerüberfall auf neu angelegte Kampfstände des Feindes. Ein Stoßtrupp geht zu gewaltsamer Erkundung vor. Schwere Pack wird in Stellung gebracht. Sie soll einen feindlichen Bunker niederhalten, der den Stoßtrupp in der Flanke bedroht. Unsere Grenadiere brechen in die feindliche Linie ein und machen Gefangene. Auf einem Feldflugplatz bei Novorossiysk. Stuka-Geschwader einsatzbereit. Die Sowjets greifen unsere Front von Novorossiysk mit überlegenen Panzerkräften an. Stuka müssen der Infanterie, die in schwerstem Abwehrkampf steht, Entlastung bringen. Die Einschläge liegen dicht vor unseren Linien. Die Infanterie schießt Erkennungszeichen.